Guten Morgen, meine Damen und Herren. Die Kontaktbeschränkungen wegen der Corona-Pandemie werden bis zum 29. Juni verlängert. Darauf einigten sich Bund und Länder. Die einzelnen Bundesländer können aber bereits vom 6. Juni an weitere Lockerungen erlauben, wie etwa Treffen von bis zu 10 Menschen in der Öffentlichkeit. Vor allem Thüringen hält sich die Option offen, die Corona-Regeln noch weiter zu lockern. Bundeskanzlerin Merkel spricht heute mit den ostdeutschen Ministerpräsidenten über die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie. Angesichts der prognostizierten Rezession durch die Corona-Krise will die EU gegensteuern. Kommissionschefin von der Leyen stellt dazu heute in einer Rede im Europaparlament einen milliardenschweren Wiederaufbauplan vor. Einer offiziellen Prognose zufolge wird die Wirtschaft in der EU durch den zeitweiligen Stillstand während der Pandemie in diesem Jahr um 7,4% schrumpfen. Die EU müsse mit dem Wiederaufbauplan die Zukunft sichern, sagte der grünen Europaabgeordnete Giegold im ARD-Morgenmagazin. Ich glaube, die EU hat relevante Probleme und die müssen mit diesem Geld jetzt auch angegangen werden. Wir kennen das ja noch früher von Helmut Kohl, dass Probleme auch mit Geld gelöst wurden. Und das funktioniert auch, aber die müssen jetzt auch angegangen werden. Also Investitionen in den Klimaschutz. Man darf jetzt eben nicht den Klimaschutz hinten anstellen. Genauso Digitalisierungsinvestitionen und klare Regeln gegen den Steuerwettbewerb, damit wir dieses Geld auch irgendwann wieder reinbekommen. Die Zahl der politisch motivierten Straftaten ist im vergangenen Jahr deutlich gestiegen, nach der neuen polizeilichen Kriminalstatistik um 14%. Zu den erfassten Delikten gehören beispielsweise Straftaten gegen Juden, die laut Statistik meist einen rechtsextremistischen Hintergrund haben. Einen deutlichen Rückgang hingegen gab es bei islamistisch motivierten Taten. Als möglicher Grund hierfür gilt der Zusammenbruch der Terrormiliz IS. Die Ministerpräsidenten von Niedersachsen und des Saarlandes haben sich erneut für einen staatlichen Zuschuss zum Autokauf ausgesprochen. Eine rasche Entscheidung sei vor allem für kleinere Zulieferbetriebe wichtig, sagte Niedersachsens Regierungschef Weil dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Er möchte neben Elektroautos auch emissionsarme Benziner und Diesel fördern. Ähnlich äußerte sich sein saarländischer Amtskollege Hans. Die Zuschüsse könnten ein Aspekt in einem groß angelegten Konjunkturpaket sein. Auf einer internationalen Geberkonferenz für die Leidtragenden der Venezuela-Krise sind 2,5 Milliarden Euro zusammengekommen. Knapp 40 Länder und Organisationen waren am Abend via Video zusammengeschaltet. Der EU-Außenbeauftragte Borrell sagte in Brüssel, mit dem Geld sollen aus Venezuela Geflüchtete sowie die Länder, die sie aufnehmen, unterstützt werden. Wegen einer schweren Wirtschaftskrise haben inzwischen mehr als 5 Millionen Menschen Venezuela verlassen. Nach fast 9-jähriger Pause sollen heute erstmals wieder Astronauten von den USA aus zur Raumstation ISS abheben. Später am Tag ist der Start vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida geplant. Hier Bilder der beiden US-Raumfahrer bei der Vorbereitung. Sie fliegen in einer Kapsel des privaten Raumfahrtunternehmens SpaceX. Die NASA hatte ihr Space Shuttle-Programm 2011 unter anderem aus Kostengründen eingestellt. Und hier noch die Wetteraussichten. Heute viel Sonne, vor allem im Süden und Westen. Von Norden her Wolken, die in die Mitte ziehen. Höchsttemperaturen 14 bis 25 Grad.